Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Nähanleitung auf meinem YouTube-Kanal Creative Mom. Heute möchte ich dir zeigen, wie du einen Bademantel für deine Smart Doll nähen kannst. Für das Schnittmuster verwende ich einen Bambus-Frotté-Stoff. Der Stoff ist mega weich und fühlt sich auf der Haut super an. Zudem ist dieser Frotté-Stoff sehr dünn, was für unser Projekt von Vorteil ist. Druck das Schnittmuster und schneide die einzelnen Teile aus. Und so sollte das aussehen. 2 Rückenteile, 2 Vorderteile, 2 Ärmel, zweimal die Kapuze und einmal den Gürtel im Po. Nehmt die Vorderteile und die Rückenteile und versäubert diese Kanten. Du kannst das Ganze mit einer Overlockmaschine machen. Wenn du keine Overlockmaschine hast, dann kannst du das mit einer normalen Nähmaschine machen, mit einem Zickzackstich. Oder wenn deine Maschine zum Beispiel einen Fake-Overlock-Stich besitzt, dann mit diesem. Nehme die Rückenteile und lege sie rechts aufeinander und stecke sie mit ein paar Nadeln fest. Übertrage vom Schnittmuster die Öffnung für den Ständer auf den Stoff. Nehme deine Nahtzugabe von 0,5 cm bis zu der markierten Stelle, verriegel einmal und setze dann ab der zweiten Markierung wieder an, wiederum verriegeln und bis nach ganz unten durchnähen. Streiche die Nahtzugabe einmal glatt nach links und rechts und steppe mit einem geraden Stich, hier kannst du eine etwas längere Stichlänge nehmen, die Nahtzugabe einmal fest. So schaut es dann aus von links und von rechts, die Öffnung ist abgesteppt und es steht nichts ab. Lege das Rückenteil mit der rechten Seite nach oben, nehme die Vorderteile und lege sie rechts auf das Rückenteil und stecke anschließend die Schulternaht fest. Ich habe die Schulternähte festgenäht, breite das Ganze vor mir aus und nehme mir die Ärmel. Markiere dir die Mitte am Ärmel und auch die Seite, die zum Vorderteil geht. Danach lege rechts auf rechts den Ärmel auf den Bademantel drauf, auf die Schulternaht und stecke das fest. Arbeite anschließend von den Seiten bis zur Mitte. Lass dir dabei Zeit und stecke alles gut fest, dass beim Nähen anschließend nichts verrutscht. Die Schulternähte sind festgenäht und müssen nur noch versäubert werden. Im gleichen Zuge auch die Ärmel. Lass dir dabei Zeit, es ist etwas schwieriger, hier die ganzen Rundungen perfekt hinzubekommen, aber es ist machbar. Die Schulternähte sind versäubert und jetzt kannst du dir die Ärmel vornehmen. Schlage 1 cm um und stecke alles fest.
Vorm Zusammennähen kontrolliere nochmal die Länge. Ich lege den Ärmel mit der linken Seite nach oben und versuche direkt in die Overlock-Naht zu nähen. Nun wird die Seitennaht geschlossen. Ich klappe dafür den Ärmel zusammen, stecke den einmal fest und gehe weiter an die Achselnaht, und hier falte ich die Nahtzugabe einmal nach links und nach rechts, um einfach die Dicke wegzunehmen. Ich stecke alles fest und nähe es mit einem Abstand von 0,5 cm fest und versäubere die Kanten auch gleichzeitig. Nehme die Kapuzenteile, klappe sie auseinander und versäubere einmal diese Kanten. Lege die Kapuze rechts aufeinander und stecke sie mit ein paar Nadeln fest. Mit 0,5 cm Abstand nähe ich die Kapuze fest. Klappe jetzt die Nahtzugabe wieder auseinander und steppe sie von rechts ab. Lass dir dabei Zeit, streiche die Nahtzugabe immer wieder auseinander, denn gerade in der Rundung ist es ein bisschen schwierig ranzukommen. Lege den Bademantel und die Kapuze vor dich hin, klappe die Kapuze auseinander und stecke sie in der Mitte fest. Anschließend gehe an die Außenseiten und stecke sie hier fest. Und arbeite dich langsam bis zur Mitte vor. Wiederhole es auch auf der anderen Seite. Ich habe die Kapuze dran genäht und auch gleichzeitig die Naht versäubert. Damit die Nahtzugabe später nicht absteht, streichen wir sie zum Bademantel und nähen von der rechten Seite mit einem geraden Stich entlang. Bevor wir weitermachen können, muss einmal die Kante rundherum versäubert werden. Lege den Bademantel vor dich hin, klappe den Saum 2 cm ein und stecke diesen fest. Um hier die Dicke etwas zu reduzieren, mache ich einen kleinen Schnitt rein und falte die Nahtzugabe einmal nach links und einmal nach rechts und stecke weiterhin alles fest.
Bevor ich die Naht festnähe, gucke ich nochmal nach der Länge, weil manchmal täuscht mich doch mein Augenmaß und das stimmt dann nicht, so wie hier in diesem Fall. Korrigiere es nach und nähe es fest. Ich habe hier einen tollen Helfer, einen kleinen magnetischen Abstandhalter, der mir hier super Dienste leistet und ich den Abstand genau einhalten kann. Und auch wie vorher schon direkt in die Overlock-Naht reinnähen. Der Saum ist fertig und nun gehe ich an die Seitenteile. Auch hier 2 cm einklappen und einmal rundherum alles feststecken. Und so sieht es einmal von innen aus. Alles ist schön festgenäht, nichts steht ab und auch außen sieht es ordentlich aus. Den Bademantel können wir erstmal zur Seite legen und uns den Gürtel vornehmen. Klappt ihn einmal zusammen und markiert die Mitte. Klappt den Gürtel auseinander und klappt ihn jetzt von der langen Seite aufeinander und steckt alles mit ein paar Nadeln fest. Bei der Mitte angekommen muss eine kleine Öffnung gelassen werden, um später den Gürtel wenden zu können. Ich habe den Gürtel bereits zusammengenäht und schneide hier die Nahtzugabe ein paar Millimeter zurecht. Schneidet nicht zu nah an der Naht, nicht dass sie später aufgeht. Bei der Wendeöffnung die Nahtzugabe bitte nicht wegschneiden. Zum Wenden nehme ich einen Kunststoffpinsel, der eine abgerundete Spitze hat und somit kann er mir im Stoff keine Löcher hinterlassen. Die Wendeöffnung vernähe ich mit einem Leiterstich. Dazu könnt ihr euch auf YouTube einige Beispielvideos anschauen, wie das funktioniert. Es fehlen nur noch Schlaufen für den Gürtel. Messt dazu von der Achsel 4 cm ab und markiert diese Stelle.
Nehmt für die Schlaufen einen dickeren Faden, stecht mit der Nadel von der Innenseite nach außen rein und zieht den Faden durch. Stecht nochmal in den Stoff, zieht den Faden durch, aber nicht bis zum Schluss, bis sich eine Schlaufe bildet. Geht mit dem Daumen und dem Zeigefinger in die Schlaufe rein und greift den Faden und zieht ihn langsam durch. Und das Ganze fest, somit bildet sich ein Knoten. Und das wiederholt ihr. Hier nochmal langsam zu sehen, durchgreifen und das Ganze festziehen. Das macht ihr dann so lange, bis ihr die gewünschte Länge erreicht habt. Zum Kontrollieren der Länge habe ich einen 1 cm dicken Stift genommen. Habt ihr die gewünschte Länge erreicht, verknotet das Ganze und näht es in einem Abstand von 1 cm an den Bademantel fest. Nun sind wir am Ende angekommen. Es bleibt nur noch übrig, den Gürtel in die Schlaufen zu ziehen und das fertige Stück mal euren Puppen anzuprobieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du mir gerne einen Like dalassen. Abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, somit verpasst du kein weiteres Video von mir. Bis zum nächsten Mal.